das ist schon ein Teil von mir, weil ich wohne mit diesem Tauban, mit diesem Instrument schon lange zusammen. Wir haben so erwachsen zusammen und er war auch in 3 Jahre gestohlen und dann zurück zu mir gekommen. Dann, es ist so ein magisches Instrument für mich. Ich spiele mit diesem Instrument schon 13 Jahren, dann ich kann das so spielen. Ich weiß schon, wo alles ist. Tauban war ein Instrument von Könige und Adler. Die haben an Tauban in Polen, Ukraine, Österreich, Ungarn gespielt. Aber dann, das Instrument war total vergessen. Und jetzt, nach 200 Jahren, nur wenige Leute können dieses Instrument sehen. Und noch mehr weniger können das Instrument spielen. Und es gibt, ich denke, nur 3 Personen in der Welt, die spielen Tauban wie ein Volksinstrument. Und sie haben so gespielt. Und nur ich jetzt spiele an Tauban wie ein klassisches Instrument. Dann ich möchte dieses Instrument zurück zum Leben bringen und zum anderen Leute über dieses Instrument mehr erzählen. Przez wszystkie czasy pod Twoim okienkiem i tylko dla Ciebie, czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie? Es ist schwierig für mich, in diese Buchstaben zu sagen. Kann ich zum Beispiel in andere Systeme sagen Re, Si, Sol, Re, Si, Sol. Dann, das ist diatonisch Fa, Mi, Re. Und dann ist Do, Dies, Do, Si, Si Bemol, La. Und hier auch von F, das ist wie hier. 4. Seite und auch chromatisch F, Fis, G, Gis, A, La, Dies, Si, Do, Do, Dies, Re, Mi, Fa. So. Chromatisch.
Es gibt solche Theorien. Jetzt noch arbeiten Wissenschaftler über das, um das besser zu erklären und verstehen, dass Johann Sebastian Bach hat für Laute, aber für Torban auch vielleicht diese 6 lauten Suiten geschrieben, die immer Wissenschaftler sagen, das ist nicht für Laute. Aber wenn es nicht für Laute ist, vielleicht ist das wirklich für dieses Instrument. Ой, чи такий стоїть, що сиваревонька, сподобалась мені тая дівчинонька, сподобалась мені тая дівчинонька, не так та дівчина, як бігаличенько, подай же, дівчино, подай же ясная на коня рученьку. Нам скажут, нам все с хлопушкой хлопнут. Это прикол. Я видела такое. Вічна буде України і слава, і воля. Всім нам, браття українці, усміхнеться доля. Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці, бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Alle Städte in der Ukraine waren so in Gefahr und dann habe ich wirklich geweint und dann habe ich zu meiner Familie telefoniert und vielleicht nochmal geweint, weil ich habe gesehen, dass sie alle lebendig sind und noch in Sicherheit. Und dann habe ich gedacht, dass ich muss noch vielleicht Kinder zu mich nehmen. Von Kiew diese Reise gemacht, zuerst mit Vater in ukrainisches Territorium. So, das war schwierig und gefährlich. Dann haben sie durch Polen gefahren, schon ohne Vater, und zu mir gekommen. Ja, vielleicht. So. Weil Instrumente sind auch so wie Leute oder wie Kinder. Sie können unglücklich sein, wenn wir lange nicht spielen. Oder auch sie mögen nicht zu viel Warmes und zu viel Licht oder zu viel Wasser in Luft, und auch wenn Gewitter ist, dann müssen wir immer kommunizieren und zeigen, dass alles gut ist. Ja, ich spiele für Flüchtlinge. Ich spiele auch Konzerte, wo Leute sammeln Geld für Ukraine, und auch ich spiele verschiedene patriotische und ukrainische Lieder für unsere Armee, und ich sende diese Audio zu unseren Soldaten. Das war noch in dieser Zeit, das war wirklich gefährlich neben Kiew und in dieser kleinen Stadt dort.
Und meine Eltern waren auch in Kiew und sie sind noch dort. Und diese Soldaten haben gesagt, dass sie haben das wirklich laut gemacht. Und dann in dieser Zeit auch haben Russen nicht geschossen. Das war wirklich eine Überraschung. Дівчина підійшла, рученько подала. Ой, лучше б я била, ой, лучше б я била, кохання не знала. Ой, лучше б я била, ой, лучше б я била, кохання не знала. Кохання, кохання, з вечора до рання, як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання відійде, як сонечко зійде, як сонечко зійде, козак в похід піде. Mein Ziel ist vielleicht eine Schule machen, wo Leute können Tauband spielen und zum Beispiel zusammen mit meinem Vater, er kann diese Instrumente bauen und ich kann das zeigen und erzählen, wie das geht. Und vielleicht wird das gut noch ein Übungsbuch schreiben, wo alles genau steht. Ich habe so viele Messages von verschiedenen Freunden von der ganzen Welt bekommen. Und sie alle sagen, dass wenn ich möchte, ich kann dort kommen. Und ich sage, ja gerne, vielleicht mit Konzert von mir, so Solo-Konzert nach dem Krieg, werde ich gerne dort fahren und spielen. Przez wszystkie czasy pod Twym okiem